am Strome. Der Strom ist natürlich die Donau. Ist mir's doch, als sei mein Leben an den schönen Strom gebunden. Das Leben wird verglichen mit einem Strom von der Wiege bis zum Grabe. Habe ich Frohes nicht an seinem Ufer, wie beim Erlassee? Mir war so wohl, in der schönen Natur, an der schönen Donau, aber auch Betrübtes hier empfunden. Wie ist das? Ja, da spricht er von seiner Vergangenheit. Er war Noviz auf dem Weg zur Priesterweihe in St. Florian, Kloster St. Florian in Oberösterreich. War sehr viel in Linz und war in Steyr geboren. Da gibt es auch sehr, sehr schöne alte Stadt mit viel Wasser. Und er war in der Schule, im Gymnasium, sehr gut in Griechisch und Lateinisch. Und sein Vater fand darum, er sollte ins Kloster gehen, da kann er als Priester, da kann er Theologie studieren. Und er hat sich da überzeugen lassen. Er war dann ein paar Jahre in St. Florian, aber da beschreibt er seinen Seelenzustand folgendes. Ein streng Geschick entrückte mich den Kreisen, wo Treue schirmend mich umschloss. Er kam also aus dem Kreis seiner Freunde und seiner Familie. Von allen alten traulichen Gesellen blieb nur der Schmerz noch mein Genoss. War einsam im Kloster. Zerschnitten sind der Liebe zarte Fäden, hatte eine möglicherweise Liebesbeziehung da, an denen froh die Seele hing. Ach, unersetzlich scheint, was ich verloren, und ohne Wert, was ich empfing. Also, das Kloster bringt ihm überhaupt nichts, weil er keine Berufung für Priester hat. Dies Herz bedeckt vom heiligen Gewande, ein Mönchsgute, bebt, ein Lebendiger im Sarg. Die Mönchsgute ist wie ein Sarg. Hier in der freien Schöpfung taut die Träne, die ich den Spähaugen, die Spähaugen sind die anderen Mönche, die schauen, wie benimmt er sich, der Junge da, der Noviz. Ne? Mehr ist, als müsste ich von dem Felsen springen in Stromesflut, dann wäre es vorbei. Zum ersten Mal in seine Gedichte Selbstmordgedanken. Die Schlangen ließen ab vom blutigen Busen. Das sind die teuflischen Schlangen, die Verzweiflung. Vom bangen Geist die Träumerei. Ich zaudere noch, welch unbegreiflich Zaudern. Ich sprenge die verhassten Ketten nicht. Ich fliehe den Strom, der mir im blauen Schoße Beruhigung so wahr verspricht. Tja, das ist das Negative was am Strom. Ist mir's doch, als sei mein Leben an den schönen Strom gebunden, hab ich Frohes nicht an seinem Ufer und Betrübtes hier empfunden. Später ist er dann doch aus dem Kloster weg, hat dann Theologie fertig studiert, hat dann Jurisprudenz in Wien, Rechtswissenschaften studiert und wurde dort Mittelpunkt von einem Kreis, von dem Schubert-Kreis von Dichtern, und da ging es ihm natürlich gut am Strom. Und dann vergleicht er plötzlich den Strom mit seiner Seele. Ja, du gleichest meiner Seele, manchmal grün, glatt gestaltet, ohne Schwierigkeiten. Und auf einmal kommen die Lebensstürme und die ganze friedliche Stimmung ist vorbei. Ja, du gleichest meiner Seele, manchmal grün und glatt gestaltet,
Zeiten herrschen Stürme, schäumend, unruhvoll gefaltet. Du fließest zu dem fernen Meer, Donau, zum Schwarzen Meer schließlich. Darfst auch da nicht heimisch bleiben. Der Mensch entwickelt sich immer weiter bis zum Grab. Mich drängt's auch in milder Lande. Ich finde das Glück nicht auf Erden, vor allem auch wieder nicht in dem Metternichschen System. Da gibt es eine Bemerkung von Charles Zielsfield. Sein eigentlicher Name war Karl Postel. Der ist auch aus dem Kloster entflohen und wurde Revoluzer und er ist schließlich in London gelandet und schreibt ein Buch, Österreich wie es ist, Austria as it is. Da steht drin, niemals hat es einen mehr gehassten und gefürchteten Mann gegeben als Metternich. Von der Ostsee bis zu den Pyrenäen, von den Grenzen der Türkei bis nach Holland ertönt nur eine Stimme über diesen Minister, die des Abscheus. Fließest zu dem fernen Meere, das allda nicht heimisch werden, mich drängt's auch in mildre Lande, finde nicht das Glück auf Erden, finde nicht das Glück auf Erden. Noch bezeichnend ist, was der Mayhofer bei seinem Gedicht Sehnsucht über die Zeit schreibt. Schubert hat es vertont. Nie wird, was du verlangst, entkeimen dem Boden Idealen fremd, der trotzig deinen schönsten Träumen die rohe Kraft entgegenstemmte. Die rohe Kraft war Sedlnitzky, der Polizeipräsident, der überall seine Spione hatte. Und bei winzigen, geringsten Sachen wurde man gleich in Untersuchungshaft eingesperrt, wie Zen. Du ringst dich matt mit seiner Härte, mit dem System, worin man lebt. Vom Wunsche heftiger entbrannt, wie Kranichen, ein strebender Gefährte, zu wandern in ein milder Land. Die Kranichen, die wissen ihre Wege, sie kennen ihre Wege, schreibt später Konrad Ferdinand Meyer. Pfitzner hat es vertont. Was, meine Seele, fürchtest du? Du findest sicher deinen Weg, nur nicht hier, sondern da. Ist mir's doch, als sei mein Leben an dem schönen Strom gebunden, hab ich Frohes nicht an seinem Ufer und Betrübtes hier empfunden. Ja, du gleiches meiner Seele,
manchmal grün und glatt gestaltet. Und zu Zeiten herrschen Stürme, schäumend, unruhvoll gefaltet. Fließ es zu dem fernen Meere, das allda nicht heimisch werden, mich drängt's auch in mildre Lande, finde nicht das Glück auf Erden, finde nicht das Glück